Die Lichtgeschwindigkeit. Diese legendäre Zahl. Ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde. Sie gilt als die absolute Geschwindigkeitsgrenze unseres Universums und ist eine fundamentale Konstante in praktisch allen physikalischen Gleichungen, die wir heute kennen. Aber hast du dir schon einmal die Frage gestellt, wie es Wissenschaftlern überhaupt gelungen ist, etwas so unfassbar Schnelles zu messen? Und noch erstaunlicher, die ersten erfolgreichen Versuche stammen aus einer Zeit, in der es weder Strom noch moderne Messgeräte gab. Willkommen zu einer neuen Folge von Mitternachtsfragen. Heute gehen wir einer faszinierenden Frage nach: Wie konnten wir die Lichtgeschwindigkeit messen, obwohl sie das schnellste im Universum ist? Bevor wir starten: Wenn du neu auf dem Kanal bist, vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine neuen Videos verpasst. Bis ins 17. Jahrhundert war man fest davon überzeugt, dass sich Licht instantan ausbreitet, also mit unendlicher Geschwindigkeit. Doch einer der ersten, der diese Vorstellung ernsthaft in Frage stellte, war Galileo Galilei. Galileo wollte beweisen, dass Licht eine endliche Geschwindigkeit besitzt und entwarf dafür ein erstaunlich simples Experiment mit den sehr begrenzten Mitteln seiner Zeit. Er stellte sich zusammen mit einem Assistenten auf zwei Hügel, die einige Entfernung voneinander hatten. Beide hielten jeweils eine abgedeckte Laterne in der Hand. Der Plan war einfach. Galileo öffnete seine Laterne und sobald der Assistent das Licht sah, sollte er sofort seine eigene Laterne öffnen. Galileo wollte messen, wie lange das Licht für den Hin- und Rückweg benötigte. Doch das Experiment scheiterte vollkommen. Heute wissen wir auch warum. Die Lichtgeschwindigkeit ist schlichtweg viel zu hoch. Licht umrundet die Erde etwa 7,5 Mal in nur einer einzigen Sekunde. Die gemessene Zeit war also nichts anderes als die menschliche Reaktionszeit und hatte nichts mit der tatsächlichen Laufzeit des Lichts zu tun. Der Zeitunterschied war viel zu klein, um mit den Sinnen oder den damaligen Instrumenten erfasst zu werden. Und trotzdem war Galileis Versuch alles andere als nutzlos. Er war der erste gedankliche Funke, der zeigte, Licht muss nicht zwangsläufig unendlich schnell sein. Rund 40 Jahre später, im Jahr 1676, gelang dann der erste wirkliche Durchbruch, und zwar mit Hilfe des Weltraums. Der dänische Astronom Ole Rømer arbeitete am Pariser Observatorium und beobachtete ein regelmäßiges Himmelsereignis, die Verfinsterungen von Io, einem der großen Monde des Jupiter. Rømer notierte sehr genau, wann Io hinter dem Jupiter verschwand und wann er wieder auftauchte. Dabei fiel ihm etwas Merkwürdiges auf. Die Zeitabstände zwischen den Verfinsterungen waren nicht konstant, obwohl sie es laut Berechnungen hätten sein müssen. Die Lösung lag in der Bewegung der Erde. Wenn sich die Erde auf ihrer Umlaufbahn vom Jupiter entfernte, traten die Verfinsterungen verspätet auf, um bis zu etwa 11 Minuten. Bewegte sich die Erde hingegen auf den Jupiter zu, traten sie früher ein als erwartet. Rømer erkannte, dass diese Verzögerung nur eine Ursache haben konnte. Das Licht benötigt Zeit, um die zusätzliche Strecke zu überbrücken, die durch die Bewegung der Erde entsteht. Damit war bewiesen, dass Licht sich nicht unendlich schnell ausbreitet. Er kam zu dem Schluss, dass Licht etwa 22 Minuten braucht, um den Durchmesser der Erdbahn um die Sonne zu durchqueren. Sein Kollege Christian Huygens nutzte diese Daten und schätzte daraus die Lichtgeschwindigkeit auf ungefähr 210.000 Kilometer pro Sekunde. Auch wenn dieser Wert noch nicht exakt war, vor allem wegen ungenauer Entfernungsangaben im All, war es die erste quantitative Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit in der Geschichte.
Trotz dieses astronomischen Erfolgs blieb eine präzise Messung der Lichtgeschwindigkeit auf der Erde lange Zeit eine enorme Herausforderung. Das änderte sich erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 1849 entwickelte der französische Physiker Armand Fizeau eine mechanisch ebenso einfache wie geniale Methode: das berühmte Experiment mit dem Zahnrad. Ein Lichtstrahl wurde durch eine Lücke zwischen zwei Zähnen eines rotierenden Rades geschickt. Er legte eine Strecke von etwa 8 Kilometern zurück, traf auf einen Spiegel und wurde reflektiert. Nun erhöhte Fizeau die Drehgeschwindigkeit des Rades so lange, bis der zurückkehrende Lichtstrahl nicht mehr durch die ursprüngliche Lücke passte, sondern vom nächsten Zahn blockiert wurde. Das Licht verschwand. Aus der bekannten Strecke und der exakten Rotationsgeschwindigkeit konnte Fizeau erstmals die Lichtgeschwindigkeit auf der Erde berechnen. Sein Ergebnis? Etwa 313.000 Kilometer pro Sekunde. Erstaunlich nah am tatsächlichen Wert. Doch damit gab sich der amerikanische Physiker Albert Michelson nicht zufrieden. Anfang des 20. Jahrhunderts verbesserte er Fizeaus Methode entscheidend, indem er das Zahnrad durch einen rotierenden Mehrfachspiegel ersetzte. Die Spiegel platzierte er in Entfernungen von bis zu 35 Kilometern. Durch extrem präzise kontrollierte Rotationsgeschwindigkeiten gelang ihm eine Messung mit minimaler Abweichung. Sein Ergebnis lag bereits sehr nahe an dem Wert, den wir heute kennen: ungefähr 299.796 Kilometer pro Sekunde. Nach dieser langen und beeindruckenden Reise, von einfachen Beobachtungen über den Nachthimmel bis hin zu hochpräzisen mechanischen Experimenten, erreichte die Menschheit schließlich eine unglaubliche Genauigkeit. Heute wird die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum nicht mehr gemessen, sie ist fest definiert. Seit 1983 ist der Meter als die Strecke definiert, die Licht im Vakuum in einem exakt festgelegten Bruchteil einer Sekunde zurücklegt. Damit ist die Lichtgeschwindigkeit eine konstante Größe mit dem exakten Wert von 299.792.458 Metern pro Sekunde. Zum Schluss noch ein Begriff, der oft für Verwirrung sorgt: das Lichtjahr. Es ist keine Zeiteinheit, sondern eine Entfernung, nämlich die Strecke, die Licht in einem Jahr zurücklegt. Das sind ungefähr 9,46 Billionen Kilometer. Die Geschichte der Messung der Lichtgeschwindigkeit zeigt eindrucksvoll, wozu der menschliche Verstand fähig ist. Selbst wenn es darum geht, die schnellsten Phänomene des Universums zu verstehen. So, das war's. Gebt uns ein Like, damit wir sehen, wer bis zum Ende geblieben ist. Wenn euch heute Nacht noch eine Frage einfällt, schreibt sie in die Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal.